Hallo, willkommen beim 1000 Becke Report. Heute mit dem Thema Ausblick für 2022. Disclaimer. Ja, Ausblick für 2022. Gold und Goldaktien werden vermutlich die Sieger des Jahres 2022. Es kommt vermutlich zu einer angstgetriebenen Nachfrage durch die Anleger und auch den Notenbanken. Ein Katalysator könnte hier die Angst im Zusammenhang eines möglichen Krieges in Osteuropa sein. Die Statisten sprechen in diesem Zusammenhang von Preiszielen von 2.200, 2.700 und sogar 3.000 Dollar. Der Dow und der S&P werden vermutlich um ca. 15% sinken. Also da geht die Euphorie so langsam raus. Silber würde in dieser Situation vermutlich relativ enttäuschen und nur in Richtung 40 Dollar steigen. Silber wird also vom Gold hochgezogen und von fallenden Aktienmärkten gleichzeitig heruntergezogen. Bitcoin dürfte vermutlich Ende 2022 niedriger stehen als Ende 2021. Ja, also was, glaube ich, relativ sicher ist, dass wir im Jahr 2022 ein neues All-Time-Hoch bei Gold sehen werden. Also die 2080 aus dem August 2020 dürfte überschritten werden und vermutlich sogar etliche 100 Dollar darüber. Ja, nochmal das Fazit. Der Anstieg von Goldaktien wurde im Gegensatz zum Goldaktienbullenmarkt von 2000 bis 2004 um 5 Jahre mittels Ablenkung wie Kryptowährung etc. hinausgezögert. Für Investoren werden Standardaktien und Kryptos unattraktiver. Die logische Folge ist, dass Geld in Gold und damit auch Goldaktien fließt. Zunehmend werden die Investoren begreifen, dass Goldaktien im Verhältnis zu Gold immer noch abnormal tief bewertet sind. Es ist zu vermuten, dass die Investoren insbesondere in Explorationsprojekte mit großen Ressourcen einsteigen, gerade auch weil die Produzenten die förderbaren Ressourcen ausgehen. Diese Ungleichgewichte könnten sich in der größten Goldaktienrallye aller Zeiten manifestieren. Diese Dramatik kann noch durch geopolitische Ereignisse wie dem Ukraine-Konflikt auf die Spitze getrieben werden. Mexikanischer Silberexplorationsunternehmen mit sehr, sehr großen Ressourcen. Das Unternehmen ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das nach hochgradigen Silberlagerstätten sucht. Das Unternehmen operiert im mexikanischen Bundesstaat Durango. Das Projekt befindet sich im Bergbaugebiet Validera, 4 Kilometer von Golden Minerals San Juana Mine. Also ein sehr großes Produktionsunternehmen. Das Gebiet ist insgesamt gut verkehrstechnisch erreichbar. Das Projekt gehört zu 100% dem Unternehmen und beherbergt derzeit über 230 Millionen Unzen Silber. Der Grad ist nicht so groß für Mexiko. Es ist, sage ich mal, klein bis unteren Durchschnittsbereich, 52 Gramm bis 133 Gramm pro Tonne. Zusätzlich darüber hinaus ist das Unternehmen der Ansicht, dass es weitere 65 bis 240 Millionen Unzen Silber, Durchschnittsgrad 150 Gramm pro Tonne hat. Also wenn man das mal Pi mal Daumen zusammen addiert und einfach mal 400 Millionen Unzen Silber mit mittlerem Grad und eben auch das ist ein Fehler, es müsste Mexiko heißen, aber der Faktor berücksichtigt das schon, 0,75. Einfach mal in diese Formel macht, das ja einen ungefähren Potentialfaktor errechneten, theoretischen, wenn Gold bei 2.500 ist und dementsprechend auch Silber höher ist, also mindestens über 50 vermutlich, kann diese Aktie immer noch theoretisch um 220-fache steigen. Würde dann bedeuten, ein Kurs von 57 Dollar, jetzt aktuell 26. Wie gesagt, ist reine theoretische Kalkulation. Die Ressourcen werden mit der Marktkapitalisierung, dem Grad des Erzes und der Lage einfach mal in Relation gesetzt. Ja, nee, also wirklich sehr großes Unternehmen mit sehr großen Ressourcen. Natürlich kann das Unternehmen auch mal schnell übernommen werden, etc. Dann ist der große Hebel raus, da muss man sich umorientieren und verkaufen. Aber ist schon außergewöhnlich, was für riesige Erzmengen da drin. Und wenn Sie sich vorstellen,
dass dieses Unternehmen ja sogar mal bei 3 Cent bewertet worden ist. Irgendwo ist einfach unglaublich, wie tief die waren. Also wie gesagt, die ganz tiefen Preise haben wir nicht, aber Sie sehen ja selbst, seit 2020, die letzte große Euphorie hoch ist raus und Sie können diese Aktie immerhin um die Hälfte billiger haben. Ist meiner Meinung, wenn der Gold- und Silberboom richtig anzieht, sind da noch enorme Bewegungen nach oben möglich. Ja, wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, also Aktien mit großen Ressourcen, insbesondere segmentieren wir sie nach verschiedenen Sicherheitsstufen, also moderates Risiko, hohes Risiko, Gamble. Wir bauen eine Exit-Strategie und daten die ab, versuchen, sage ich mal, klassische gute Aktien, gute Fonds und Aktien mit Zukunft zu identifizieren, die wir dann, das sage ich mal, eine Alternative, ein Konzept haben, wenn die Goldaktien und Gold und Silber extrem heiß gelaufen wird. Dann ist Zeit, die Assetklasse zu wechseln. Ja, weiterhin einige nützliche Informationen, mit welchem Broker kann man arbeiten, mit welchem Broker kann man in der Schweiz arbeiten, wo kann man Edelmetalle etc. einlagern, einige Charts, einige Informationen zu Goldaktien in sich. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.